Some of you are aware that I have a ministry in the prophetic as well. Viele von euch wissen, dass ich auch im prophetischen Dienst sehr aktiv bin. I have felt like the first few sessions that I'm supposed to teach and give you scriptural support for progressing as leaders. Ich habe empfunden, dass in den ersten paar Einheiten, die ich hier lehre, ich euch wirklich unterstützende Schriftstellen geben soll für all diejenigen, die in Leiterschaft weitergehen I'm wollen. going to continue that in this next session Und wir werden das auch in dieser Einheit jetzt weiterführen, because I felt like the Lord showed me there is significant warfare against you moving forward. denn ich habe wirklich empfunden und ich empfinde, der Geist Gottes hat mir das gezeigt, dass da ein Krieg gegen euch im Gange ist und ich möchte euch abhalten, vorwärts zu gehen. And the way that Jesus overcame the temptation of the enemy was he spoke the word to the enemy. Und die Art und Weise, wie Jesus die Versuchungen des Feindes überwunden hat, war, er hat das Wort genommen und hat es ausgesprochen. And I want you to be prepared to give the enemy the word as well. Und ich möchte, dass ihr bereit seid, in der Lage seid, dem Feind auch mit dem Wort Gottes entgegenzutreten, So that we can accomplish the will of God. damit wir den Willen Gottes erfüllen können. But I think tonight we begin doing some ministry in the prophetic as well. Aber ich glaube, dass wir heute Abend eine Zeit haben werden, wo wir im prophetischen Dienst, wo wir euch da dienen. Now, I want to help you believe that God can use you in signs and wonders. Ich möchte euch helfen zu glauben, dass Gott euch im Bereich von Zeichen und Wundern gebrauchen kann. That you are called to lead a supernatural life. Dass ihr in der Lage seid und dazu berufen seid, ein Leben im Übernatürlichen zu führen. See, there are some who think, well, I've got a calling in business. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, also ich habe einen Ruf in die Geschäftswelt. My calling is to make money and to help support the gospel, and that is a real calling. Und meine Berufung ist, dass ich Geld verdiene und dass ich dadurch den evangelistischen Dienst unterstütze. Und das ist auch eine wirkliche Berufung. But I believe that God has also called every Christian to move in supernatural power. Aber ich glaube darüber hinaus, dass Gott jeden Christen dazu berufen hat, in der übernatürlichen Kraft Gottes vorwärts zu gehen. We have a business in America. It's a bank that is really becoming very well known for demonstrations of the kingdom of God and power. Wir haben eine Bank in Amerika, die sehr bekannt ist und vor allen Dingen dafür, dass Zeichen und Wunder dort geschehen, die Kraft Gottes sich manifestiert. As people come up to this bank, they go through the drive-through window of the bank. Wenn die Leute, die in der Nähe dieser Bank sind, dann fahren sie immer an diesem Autoschalter vorbei. And the teller at the bank will minister words of knowledge to them as they drive up to make their deposits and do their transactions. Und die Person, die da an diesem Schalter sitzt, an diesem Autoschalter, dient den Leuten, die vorbeikommen oder vorbeifahren, mit Worten der Erkenntnis, während sie eigentlich kommen, um irgendwie ihre Bankgeschäfte zu And erledigen. people are getting born again as they're coming through the bank line as a result. Und als ein Resultat gibt es unheimlich viele wiedergeborene Christen, die dadurch entstehen und hervorkommen. Now, isn't that a good ministry? Ist das nicht ein toller Dienst? Now, we've seen just amazing things happen both in healing and in prophecy in terms of bringing people to the Lord. Wir haben begeisternde Dinge gesehen in diesen Bereichen von Heilung und Prophetie und dadurch gesehen, dass Menschen zu dem Herrn kommen. But a lot of us feel like, well, we just can't do this. We don't have enough faith. Aber viele von uns denken, oh, das kann ich nicht machen. Ich habe einfach nicht genug Glauben. We don't have enough holiness. Wir sind nicht heilig genug. Well, first off, Jesus never said to his disciples, "O ye of little holiness." Also zum einen Mal, Jesus hat nie zu seinen Jüngern gesagt, oh, ihr Kleinheiligen. It's not a lack of holiness that keeps you from demonstrating the kingdom of God. Es ist kein Mangel an Heiligkeit, das dafür sorgt, dass da das Reich Gottes sich in dir nicht manifestiert, It's a lack of faith. sondern es ist ein Mangel an Glauben. Now, you got to understand, I'm a holiness guy. Also ich bin wirklich jemand, der voll auf Heiligkeit abfährt. I believe in sanctification. I pursue that. Ich glaube an Heiligung und ich strebe dem auch nach. But sanctification comes through faith as well. Aber Heiligung geschieht auch nur durch Glauben. Do you understand? Versteht ihr? And so, here's what I want to tell you. Und hier ist das, was ich euch eigentlich sagen möchte. In fact, let me not tell you, let me ask you. Ich möchte euch noch nichts sagen, ich möchte euch erstmal was fragen. What would you do if I could prove to you Was würdet ihr machen, wenn ich euch beweisen könnte, that you are more ready to move in signs and wonders than Jesus' own 12 disciples were? dass ihr viel mehr in der Lage seid, in Zeichen und Wundern vorwärts zu gehen, als die 12 Jünger, die um Jesus herum waren?
What would you do if I could prove that to you? Was würdet ihr sagen oder machen, wenn ich euch das beweisen könnte? How would that change your life? Wie würde das einen verändernden Einfluss auf euer Leben nehmen? What would you be willing to do? Was würdet ihr dann machen? What would you be willing to try? Was würdet ihr gerne versuchen? I want you to think about it. Denkt doch mal kurz darüber nach. I want you to think about that for a moment. What would you be willing to do? Was würdet ihr da gerne machen? Denkt mal darüber nach. Would you be willing to step past your fears? Would you be willing to step past your fears? Würdest du über deine Gefühle hinaus heraustreten und einfach losgehen? Would you be willing to step past your insecurities? Würdest du über deine Unsicherheiten hinausgehen? Would you be willing to go out and just jump out in faith and start praying for the sick? Würdest du einfach da rausgehen und im Glauben buchstäblich herausspringen und anfangen, für die Kranken zu beten? Would you be willing to go into a place of business and point someone out and say, I have a word for you? Würdest du in die Geschäftswelt hinausgehen, dich vor jemanden hinstellen, ihn angucken und sagen, ich habe ein Wort für sie? And then believe that God would give you a word for them after you said that to them. Und dann zu glauben, dass Gott dir das Wort erst gibt, nachdem du diesen einen Satz ausgesprochen hast. Would you be willing to trust God? Bist du willig, Gott darin zu vertrauen? Those of you who have a vision for something or even just a thought about doing it, Diejenigen von euch, die eine Vision haben oder einen Gedanken, so etwas zu tun, would you be willing to jump out and try and start? wäret ihr denn willig, überhaupt da rauszuspringen, es einfach mal zu versuchen? If I could prove to you that you were more prepared to be used by God in signs and wonders and the supernatural than Jesus' own disciples were. Wenn ich euch beweisen könnte, dass ihr viel mehr bereit seid, in Zeichen und Wunder vorwärts zu gehen, als die Jünger Jesu, selbst in der Zeit, als sie noch bei ihm waren. Yeah. How many of you would be willing to make changes to your life if I could prove that to you? Wie viele von euch sind bereit, in ihrem Leben Veränderungen in Gang zu setzen, wenn ich euch das beweisen könnte? Okay? All right, good. Okay, sehr gut. Fair enough. Then we'll examine at the end of this today whether or not I've proved to you that you're more prepared. Am Ende dieses Tages, am Ende dieser Einheit, werden wir sehen, ob ich euch beweisen konnte und ob ihr wirklich bereit seid. Before we look at the scripture, I want to tell you a story Aber bevor wir uns die Schrift angucken, was die Bibel dazu sagt, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen about my oldest son. über meinen ältesten Sohn. I had been traveling extensively in ministry one summer. Einen Sommer bin ich viel herumgereist und war dienstlich sehr viel weg von zu Hause. I had honestly just been too busy. Ich war einfach viel zu beschäftigt mit allem anderen. We got home from I was in Europe and then I came straight home for vacation or holidays. Ich bin aus Europa zurückgekommen, dann sind wir direkt in den Urlaub gefahren. And holidays for a man with 5 children is really not a holiday. Und Ferien mit einem Mann, der 5 Kinder hat, bedeutet nicht unbedingt Ferien zu machen. We come back more tired because of trying to provide for our children. Wir sind noch viel müder zurückgekommen, denn wir haben versucht, unsere Kinder bei And Laune zu halten. I immediately had to go on another trip out of the country. Und direkt danach musste ich das Land schon wieder verlassen. Eine nächste Dienstreise stand an. And I was so physically depleted that when I got back home, I was feeling sick. Und ich war körperlich so am Ende, dass als ich dann wieder nach Hause kam, ich krank geworden bin und mich richtig krank fühlte. I promised my children that when I returned from this trip, I would take them out and do something with them. Aber ich hatte meinen Kindern versprochen, dass wenn ich von dieser Reise zurückkomme, ich mit ihnen etwas unternehmen würde. Now, at this stages in their life, the oldest 3 loved to play miniature golf. Aber da war so eine Zeit, wo die 3 Ältesten bei uns Minigolf gerne spielten. And so they just really enjoy this. I told them, I'll take you out to play as soon as I get back. Und das hat ihnen so viel Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich fahre mit euch 3 los und wir spielen den Tag über Minigolf. So I returned that evening, was feeling very sick, woke up next morning much, much sicker. Ich bin an dem Abend vorher zurückgekommen und habe mich richtig krank gefühlt. Nächsten Morgen aufgewacht und mir